Herzlich willkommen auf meinem Kanal The Mind Scientist. Mind steht für unser Bewusstsein, für alles, was sich in uns abspielt, für unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Darum wird es in diesem Kanal gehen. Scientist steht dafür, dass alles, was ich auf diesem Kanal teile, immer auch eine wissenschaftliche Grundlage hat, die du auch selbst, falls es dich interessiert, in den Büchern nachlesen kannst, die ich unter den Videos verlinken werde. Außer bei diesem ersten Video. Hier geht es nur um dich. Am Ende des Videos gibt es ein kleines Experiment, bei dem du selbst erleben kannst, was dich auf diesem Kanal erwartet und ob du schon bereit dafür bist. Bist du bereit? Dann viel Spaß auf der Reise zu deinem zukünftigen Ich. Let's go! Erinnere dich für einen Moment an ein Kinoerlebnis, bei dem dich ein Film so richtig gefesselt hat, wo du im Kinosessel versunken bist und voll und ganz im Film drin warst. Lass uns nun eine kleine Zeitreise unternehmen. Gehen wir mit dieser Erinnerung zurück in das Jahr 1900, wo in den ersten Kinos, die es gab, Stummfilme liefen. Kein Ton, schwarz-weiß. Allein die Tatsache, dass sich Fotos nun bewegten, war für die Menschen damals unfassbar. Stell dir nun vor, du lebst in dieser Zeit und du siehst zum ersten Mal einen Film im Kino. Zuvor hast du nur Schwarz-Weiß-Fotos gekannt. Du hast noch nie bewegte Bilder gesehen. Die Vorstellung, dass es irgendwann Filme in Farbe und sogar mit Ton gibt, erscheint dir fast schon wie Science Fiction. Reisen wir nun zurück in die Gegenwart. Für die Menschen im Jahr 1900 war unvorstellbar, dass knapp 100 Jahre später in IMAX 3D-Kinos täuschend echte Fantasiewelten in 3D und Dolby Surround Sound den Kinosaal zum Leben erwecken. Aus heutiger Sicht erscheint uns die Kinotechnologie von 1900 ziemlich langweilig und eindimensional. Reisen wir nun in die Zukunft, in das Jahr 2100. Welche Kinotechnologie kommt dann wohl zum Einsatz? Vielleicht belächeln diese Menschen unser heutiges Kinoerlebnis auf ähnliche Weise, wie wir heute die Stummfilme aus dem Jahr 1900 belächeln. In dieser fiktiven Zukunft gibt es dann vielleicht Kinos, in denen du nicht nur den Film, sondern auch den Verlauf und das Ende des Films frei wählen kannst. In diesen Kinos beeinflussen sogar deine Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und Verhaltensweisen die Handlung des Films. Du als Zuschauer bist praktisch mittendrin im Geschehen und bist im wahrsten Sinne des Wortes ein Teil des Films. Da deine Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und Verhaltensweisen die Handlung deines persönlichen Films bestimmen, könnte man auch sagen, dein Film folgt dem Inhalt von deinen Gedanken und Gefühlen. Manchmal bist du über den Verlauf deines Films erfreut und manchmal weniger. Eines Tages surfst du im Internet und entdeckst auf YouTube einen Kanal, wo du erfährst, wie deine Gedanken und Gefühle deinen Film erschaffen und wie du dir dessen bewusst werden kannst, um selbstbewusst und selbstbestimmt zu leben. Ganz genau, so wie jetzt gerade in diesem Moment. Du abonnierst den Kanal und drückst die Glocke, um über neue Videos informiert zu werden. Dann startest du das erste Video und drückst den Play-Button. Du bist ein einzigartiges Lebewesen. 10 Billionen Zellen arbeiten zusammen und formen deinen Körper. Jede 100. Zelle in deinem Körper ist eine Nervenzelle. Du verfügst über 100 Milliarden solcher Neuronen, die über 100 Billionen Synapsen auf einzigartige Weise miteinander verknüpft sind. Es gibt keinen zweiten Menschen auf der Erde, der so ist wie du. Jeder Mensch ist einzigartig. Niemand anderes kann so denken und fühlen, wie du es kannst. Aber wenn du einen Pinguin danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Erkenne dich selbst, damit du nicht der Pinguin bist, der versucht, auf den Baum zu klettern, nur weil andere ihm erzählt haben, dass dies der Maßstab sei. Du bist der Maßstab. Du bist einzigartig in dem, was dir entspricht. Folge dieser natürlichen Freude. Deine Sinnesorgane, dein Gehirn und dein Herz ermöglichen es dir, deine Welt umfassend wahrzunehmen, dich selbst und andere Lebewesen zu fühlen, über dich und deine Welt nachzudenken und deine Handlungen bewusst zu wählen. Dies alles geschieht in jeder Sekunde deines Lebens, auch jetzt, in diesem Moment. Alles, was ich in diesem Video sage, wird von deinem Bewusstsein interpretiert. Das Ergebnis sind deine Gedanken und Gefühle, die du jetzt in diesem Moment hast. Bist du dir dessen bewusst? Kannst du wahrnehmen, wie in dir deine Meinung zu etwas entsteht?
Kannst du wahrnehmen, wie in dir deine Wahrnehmung entsteht? Bist du bereit für einen kleinen Test? Beobachte ganz genau, was die folgenden Fragen in dir auslösen, welche Gefühle und Gedanken in dir entstehen und wie deine innere Stimme die Fragen kommentiert. Wer bist du? Was bereitet dir Freude? Was würde anderen fehlen, wenn du nicht mehr da bist? Wohin gehst du? Welche rote Fäden verbinden deine Vergangenheit mit deiner Zukunft? Worauf will dein zukünftiges Ich mit Stolz und Dankbarkeit zurückblicken? Und wer ist dieses Ich? Was ist eigentlich Bewusstsein? Und was ist Wirklichkeit? Was Realität? Konntest du beobachten, welche Gedanken und Gefühle die Fragen in dir ausgelöst haben und wie deine innere Stimme sie kommentiert hat? Was sind deine Antworten auf die Fragen? Willkommen zurück von der Zeitreise zu deinem zukünftigen Ich. Und was hat dein Ich auf die Fragen geantwortet? Falls es noch nicht alle Antworten kennt, dann ist jetzt der allerbeste Zeitpunkt, um damit zu beginnen, in dir nach diesen Antworten zu suchen. Dein Leben ist kein Zufallsprodukt, du kannst es selbst in die Hand nehmen. Es gibt über 100 Jahre wissenschaftliche Erforschung des menschlichen Denken, Fühlen und Handelns und Jahrtausende alte philosophische und spirituelle Lehren darüber, wie unser menschliches Bewusstsein funktioniert. Es gibt Unmengen von fundiertem Wissen und erprobter Anleitungen für ein gelingendes und erfülltes Leben voller Selbstbewusstsein. Dieses Wissen zu suchen, zu sammeln und mit dir zu teilen, ist eine meiner Antworten auf die zuvor gestellten Fragen. Hat dein zukünftiges Ich Lust bekommen, deine ganz persönlichen Antworten zu finden? Falls ja, dann abonniere unbedingt diesen Kanal, denn hier erscheinen in regelmäßigen Abständen Videos, die dir dabei helfen, genau diese Fragen zu erforschen und deine ganz persönlichen Antworten zu finden. Aktiviere am besten die Glocke, dann erhältst du eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online ist. Bis dahin, bleibe bewusst und folge der Freude.